Hallo, mein Name ist Christoph Krombach. Ich fahre Porsche Sports Club Deutschland fürs Team 75. Ich teile mir mit Daniel Kregel zusammen das Cockpit im Porsche Cayman GT4. Wir fahren gemeinsam die Endurance im Porsche Sports Club Deutschland und gucken, dass wir da dieses Jahr erfolgreich fahren. Mein Interesse im Rennsport ist vor vielen Jahren entstanden, als ich ein kleiner Junge war. Bin dann mit meinem Vater damals zur DTM gefahren. Wir haben uns dort dann in Hockenheim immer mal wieder ein Rennen angeschaut und wollte immer mal selber ein Autorennen fahren. Das war mein größter Wunsch und das habe ich mir in der vergangenen Saison erfüllt mit dem Porsche Sports Cup. Ich denke, Christoph war letztes Jahr seine erste richtige Saison im Motorsport. Er hat seitdem sehr, sehr viel dazugelernt. Ich erinnere mich an die ersten Testtage in Oschersleben. Da war er noch ganz am Anfang und ich denke, er hat eine große Lernkurve gezeigt letztes Jahr. Und ich denke, er kann auch ganz schon stolz sein, wo er jetzt ist. Umso mehr freuen wir uns schon auf die Saison. Ja, die Rennen sind immer was ganz Besonderes, die Rennwochenenden sind was ganz Besonderes. Das ist auch teilweise die Belohnung für unzählige Überstunden, die man im Büro macht. Es ist immer eine ganz besondere Atmosphäre. Es ist alles darauf vorbereitet, dass du dann mit dem Auto dort fahren kannst. Und das sind immer besondere Momente und Erlebnisse, die wir dort haben. Und ja, eine schöne Sache. Meine Vorbereitung teilt sich in Simulatorübungen. Ich habe einen Fahrsimulator zu Hause, wo ich dann die Strecken vom Porsche Sports Club fahren kann, was auch relativ realitätsnah ist, sodass man da tatsächlich einen Mehrwert von hat, wo wir dann üben, wo auch Daniel und ich ab und zu mal eine Online-Session miteinander machen, wo er mir dann nochmal hilft und wir die eine oder andere Ecke miteinander besprechen, gucken, wo man mehr Performance erreichen kann. Die zweite Komponente ist die sportliche Komponente. Das Rennautofahren ist sehr anstrengend, bedarf einer gewissen körperlichen und mentalen Fitness. Dafür gehe ich mehrfach die Woche zum Guido ins Gym und habe dort auch Personal Training, um mich dann gezielt darauf vorzubereiten, die Muskelgruppen zu aktivieren, zu trainieren, sodass ich da auch dann entsprechend gut und perfekt vorbereitet bin mit der nötigen Kondition und Fitness, um im Sports Club zu bestehen. Ja, ich bin der Guido, arbeite mit dem Christoph jetzt seit gut 2,5 Jahren zusammen. Haben natürlich angefangen mit Muskelaufbau, Fettreduktion, also sprich die Sachen, die ich hier allgemein mit meinen Kunden mache. Wir sind 1-2 Mal die Woche hier im Studio und ja, trainieren natürlich irgendwo den ganzen Körper, so gut es geht, in allen Ecken und Kanten und in allen möglichen Intensitäten. Es ist immer geil, wenn wir wissen, was für neue Rekorde anstehen, wo wir uns jetzt darauf fokussieren. Vor allem jetzt durch den Rennsport ist das Ganze nochmal fokussierter geworden, was sehr geil ist, weil man ja einfach halt eben ein fixes Datum hat, ne, bis wohin man fitter werden soll. Und ja, von daher denke ich, haben wir da jetzt nochmal einen anderen Antrieb vor allem auch gefunden fürs Training und dadurch auch nochmal eine ganz andere Intensität hier reinbringen können. Das Testrennen bei der GTC, wo wir als Gaststarter gestartet sind, war sehr gut. Ich und der Christoph haben auf jeden Fall viel gelernt, auch zum Thema nochmal Feinabstimmungen im Auto. Ich denke, wir waren im Endurance-Rennen in der GT60 ganz erfolgreich unterwegs. Ich konnte am Freitag das Auto auf Pole stellen. Wir haben in der Endurance 60 Minuten hart gefightet, sind am Ende überraschend Vierter geworden. In den Sprintrennen, in den Einzelläufen bin ich im Rennen 1 ausgefallen. Im Rennen 2 habe ich die Trophy-Wertung gewonnen für die Fahrer über 31. Das war eine sehr gute Vorbereitung für uns. Das hat uns enorm geholfen, also mir vor allen Dingen hat es enorm geholfen, in diesen Rennrhythmus zu kommen, in diesen Qualifying-Rhythmus zu kommen, das Auto ans Limit zu pushen. Wir waren ja faktisch seit Dubai bzw. seit letztes Jahr im Oktober nicht mehr in Hockenheim oder im Rennauto und konnten so uns gezielt darauf vorbereiten.
Also Hockenheim ist eine ganz besondere Strecke im Kalender des Porsche Sports Cup, weil Auftakt und Finale. Und die Strecke hat von der Charakteristik von allem ein bisschen. Besonders der erste Teil mit der langen Geraden ist Topspeed wichtig, dann Spitzkehre stark verzögern, also braucht man ein gutes Gefühl für die Bremse. Und dann dieser letzte Sektor im Motordrom ist alles ein bisschen enger und technisch anspruchsvoller von der Fahrtechnik her. Hockenheim ist eine sehr spezielle Strecke. Da schauen wir einfach jedes Mal, dass wir hier gut vorbereitet sind für dieses Rennen. Das Wochenende hat gut angefangen. Am Freitag hatten wir verschiedene Bedingungen auf der Strecke. Nass, trocken, trocken-nass. Die Freitagssessions gingen auch ganz smooth. Am ersten freien Training, denke ich, konnten wir schon sehen, okay, hohes Potenzial. Pace sieht gut aus im Verhältnis zu den anderen. Natürlich weiß man nie, was alle machen an einem Freitag. Wie gesagt, waren auch schwierige Bedingungen. Aber ich denke, das gibt immer so einen ersten Eindruck. Und da muss man einfach cool bleiben und den Pace dann, wenn es wichtig wird, zeigen. Mein Name ist Sang Su, ich bin der Inhouse-Fahrzeugingenieur für Team 75 Motorsport. An der Rennstrecke arbeite ich immer sehr eng mit unseren Mechanikern. Ich gebe die Informationen, wie das Auto umzubauen und welches Setup das Auto braucht für das nächste Rennen oder für die nächste Session. Der Mechaniker wird das Auto justieren und dann manche Sachen ändern, zum Beispiel die Fahrhöhe oder die Flügelwinkel oder so. Ja, Christoph hatte diese 2 Sprintrennen. Ich glaube, da geht es dann nochmal ein bisschen, will ich sagen, enger zu, aber wenn das Rennen kürzer ist, wird die Intensität höher dann zum Teil. Der Unterschied beim Sprint GT zu Endurance ist, dass ich die Sprint GT-Rennen alleine fahre. Wir haben auch keinen Boxenstopp. Da ist die Fokussierung nochmal deutlich stärker auf mich und meine Performance. Umso wichtiger in den Sprintrennen, weil sie relativ kurz sind, auch im Qualifying sich gut zu positionieren und dann gucken, dass man im Rennen entsprechend weit nach vorne kommt. Es ist schon eine große Herausforderung, das alleine zu fahren, aber macht natürlich auch riesig viel Spaß, diese 30-Minuten-Rennen dann an jedem Rennwochenende zweimal zu erleben. Ich hatte Verkehr in meinen Qualifying-Runden und habe mich etwas schwer getan, den Rhythmus zu finden. Die Folge war, dass ich dann nur als 10. bzw. 11. ins Rennen gegangen bin. Das ist natürlich unglücklich in den Sprintrennen. Man ist dann genau im Mittelfeld. Es sind ja 20 Fahrzeuge. Das ist sicherlich ein Thema, wo wir für die nächsten Rennwochenenden dran arbeiten müssen, dass da die Pace stärker wird im Qualifying. Das Wetter hier war sehr schwierig am Samstag. Es war sehr schwierig zu beurteilen, ob wir auf Regenreifen oder ob wir auf Slicks rausgehen. Es sah nicht nach mehr Regen aus und haben uns deshalb für die Slicks entschieden. Du musst richtig Temperatur jetzt gleich den Reifen reinbringen, ja? Pass auf, weil im Wehen ist es schon ein bisschen feucht. Beim Bremsen, aber versuch so viel reinzukriegen wie möglich. Viel Glück, viel Spaß, das kannst du. Es war halt dann die falsche Entscheidung. Ich bin um Turn 1 herumgefahren. Und es hat sofort sehr heftig angefangen zu regnen. Das Auto ist wie auf Seife gefahren. Es war sehr schwierig zu handeln, es war sehr schwierig, Temperatur in die Reifen reinzubekommen. Nach dem Start bin ich dann in der Spitzkehre in einen Unfall verwickelt worden. Ich hatte das Auto schon gerade stehen und war schon wieder am Herausbeschleunigen. Und dann hat mich von der Seite ein Mitbewerber getroffen und hat leider dann zum Ausfall geführt. Ich habe das Auto dann noch zur Box gebracht. Felge kaputt gewesen und auch der Kühler, und somit war eine Weiterfahrt nicht mehr zu denken. Damit war dann Rennen 1 2023 beendet.
Wir sind ins Qualifying gegangen, dass ich 3 Runden gefahren bin und dann hat Daniel übernommen. Daniel hat das Auto souverän auf Pole Position in der Klasse gesetzt. War ein gutes Qualifying. Ich denke in der Klasse mit so über eine halbe Sekunde Vorsprung, also auf jeden Fall zufriedenstellend. Ich bin von Position 10 in Total gestartet. In unserer Klasse war ich auf Startplatz 6. Das Rennen war mit vielen Fights versehen. Es war 30 Minuten richtig Rennaction. Es war ein sehr faires Miteinander, was man so relativ selten hat. Jeder hat dem anderen genügend Platz gelassen. Es war wirklich sehr spannend, sehr abwechslungsreich, viele Überholmanöver. Vor mir sehr viele Duelle, wo ich immer wieder aufschließen konnte, wo ich auch Plätze gut machen konnte. Und ja, am Ende bin ich als Zweiter über die Ziellinie gefahren in der Klasse und konnte so mein erstes Podium in der Sprintwertung einfahren. Ein ganz besonderer Moment und auch wirklich schön, dass das von der Position, von der Startposition aus geklappt hat. Porsche Sports Cup Endurance sind 30 Fahrzeuge am Start. Es ist unterteilt in verschiedene Klassen vom 911 GT3R hin zum Cayman GT4 CS. Ja, den ersten Stint ist der Christoph gefahren. Der Plan war, er fährt die ersten 40 Minuten, ich fahre die letzten 60. Am Anfang des Rennens hat es wirklich stark gescheppert, viele Safety-Car-Phasen. Es gab einen Restart, beziehungsweise es gab auch 3 Safety-Car-Phasen, weil es relativ schwere Unfälle gab. Christoph hat einen guten Job gemacht, von 1 gestartet ins Rennen, er hat das Auto auf P1 übergeben. Ich wurde von einem anderen Auto abgeschossen, hinten in der Spitzkehre. Ich denke, da hat sich ein Cup-Fahrzeug hinter mir verbremst. Das hat einfach dazu geführt, dass ich die letzten 30 Minuten mit meiner Lenkung so weitergefahren bin, war wirklich sehr schwer. Aber ja, zum Glück zu Ende gefahren. Dieses Mal hat alles gepasst, die Pace, die Performance, und Daniel hat das Auto übernommen und hat das Auto souverän dann bis ins Ziel geführt. Somit haben wir den Sieg geholt und das war ein toller Moment für uns. Es war zum ersten Mal, dass wir den Sieg herausgefahren sind in der Endurance. Ja, ich denke, Endresultate waren sehr zufriedenstellend. Im Endurance konnten wir gewinnen, das war das Ziel. Jetzt sind wir Meisterschaftsführender. Hat einfach mega Spaß gemacht. Wir haben gezeigt, wir können gewinnen. Ich denke, das ist die Erwartung für die nächsten Rennen. Also wir müssen da Druck hochhalten und schauen, dass wir vorne mitfahren. Die Arbeit mit Timo und seinem Team lief hervorragend. Wir haben ein top präpariertes Auto gehabt. Deshalb konnten wir auch jederzeit so stark performen und pacen mit dem Fahrzeug, weil es sehr stark war. Dafür mein Dank.